Deutsch mit Emotion. Wie Präpositionen wirklich funktionieren. Wenn Grammatik keine Seele hat. Ich erinnere mich an eine meiner ersten Deutschstunden. Der Lehrer schrieb eine riesige Tabelle an die Tafel. Artikel, Endungen, Fälle, Regeln, Ausnahmen. Ich starrte auf die Buchstaben und in meinem Kopf klang es wie ein mechanisches Geräusch. Der, die, das, dem, den, des. Nichts lebte darin. Ich wollte verstehen, aber mein Herz blieb still. Ich konnte die Formen sehen, aber ich konnte sie nicht fühlen. Und genau da beginnt das eigentliche Problem. Grammatik ohne Emotion ist wie Musik ohne Klang. Du kannst die Noten lesen, aber du hörst keine Melodie. Viele Lernende kämpfen nicht, weil sie zu wenig Zeit investieren, sondern weil sie ohne Gefühl lernen. Sie versuchen, eine Sprache zu verstehen, ohne sie zu spüren. Doch Sprache ist kein System, sie ist Bewegung, Klang, Rhythmus, Leben. Wenn du nur mit dem Kopf lernst, baust du Regeln auf. Aber wenn du mit dem Herzen lernst, baust du Verbindung auf. Und genau diese Verbindung macht Grammatik lebendig. Denn Grammatik ist kein Käfig, der dich einschränkt, sie ist der Puls, der Sprache atmen lässt. Heute möchte ich dir zeigen, warum Grammatik nur dann funktioniert, wenn du sie fühlst, wenn du nicht nur richtig sprechen willst, sondern echt. Grammatik als Musik. Grammatik ist wie Musik. Sie hat Regeln, Strukturen, Wiederholungen, aber ohne Gefühl bleibt sie leer. Stell dir vor, jemand spielt Klavier und trifft jede Taste perfekt, aber ohne Ausdruck. Die Finger bewegen sich richtig, doch das Herz bleibt still. Technisch korrekt, emotional tot. So klingt Sprache, wenn man sie nur lernt, um keine Fehler zu machen. Aber Grammatik ist kein Käfig aus Regeln. Sie ist das Gerüst, auf dem die Melodie der Sprache tanzt. Jede Endung, jedes Verb, jede Präposition ist ein Ton in einer größeren Symphonie. Wenn du sagst, ich liebe dich, ist das keine Regel, es ist ein Akkord, Klang, Bewegung, Bedeutung. Oder ich habe dich geliebt. Da hörst du den Unterschied nicht nur in der Zeitform, sondern im Gefühl. Vergangenheit hat Schwere, Gegenwart hat Wärme. Darum lernst du Grammatik nicht, um richtig zu klingen, sondern um klingen zu können. Wenn du sprichst, hör auf deinen eigenen Rhythmus. Jeder Satz hat einen Takt. Ein Weil öffnet die Spannung, ein Aber bricht sie, ein Doch versöhnt sie wieder. Lern also Grammatik wie ein Musiker, nicht durch Angst vor falschen Noten, sondern durch Liebe zum Klang. Denn wer Grammatik hört, braucht sie nicht mehr auswendig zu lernen. Warum das Gehirn Emotion braucht. Dein Gehirn ist kein Archiv, das einfach Informationen speichert. Es ist ein lebendiges Filtersystem. Jeden Tag prasseln tausende Reize auf dich ein. Bilder, Geräusche, Wörter, Gedanken. Aber nur ein kleiner Teil davon bleibt. Was entscheidet, was bleibt? Nicht Wichtigkeit, nicht Logik, sondern Emotion. Das Gehirn fragt nicht, ist das grammatikalisch korrekt? Es fragt, ist das wichtig für mich? Und wichtig heißt, hat es mich berührt? Hat es mich bewegt? Wenn du dich freust, wenn du dich ärgerst, wenn du lachst oder dich wunderst, dann sendet dein Gehirn ein Signal an den Hippocampus, das hier behalten wir. Emotion aktiviert das Gedächtniszentrum.
Sie brennt Erlebnisse ein wie Licht auf Film. Darum erinnerst du dich an den ersten Satz, den du auf Deutsch verstanden hast, aber nicht an die 10 Tabellen, die du am Tag davor gelernt hast. Emotion ist kein Luxus, sie ist die Sprache des Gedächtnisses. Wenn du also Grammatik trocken lernst, sagt dein Gehirn, langweilig, nicht relevant. Aber wenn du sie mit Gefühl, Klang oder Geschichte verbindest, sagt es, interessant, das gehört zu mir. Grammatik braucht also keine Angst, sie braucht Bedeutung. Und Bedeutung entsteht nur, wenn du fühlst. Wie trockene Grammatik das Lernen blockiert. Viele Lernende glauben, sie seien nicht gut in Sprachen. Aber das stimmt selten. Oft liegt das Problem nicht im Kopf, sondern im Gefühl, das wir mit Lernen verbinden. Von Anfang an lernen wir Grammatik wie Mathematik. Wir bekommen Tabellen, Ausnahmen, Regeln. Aber keine Geschichte, keinen Klang, kein Leben. Wir sehen Strukturen, aber nicht den Menschen dahinter, der sie spricht. So wird Grammatik zu etwas Fremdem, etwas, das man auswendig lernen muss, statt etwas, das man erleben darf. Das führt zu einer stillen Blockade. Je mehr Regeln du sammelst, desto weniger wagst du, sie zu benutzen. Du denkst bei jedem Satz, war das jetzt richtig? Und in diesem Moment hörst du auf, echt zu sprechen. Das Gehirn ist dann im Fehlermodus. Es sucht nach Gefahr, nicht nach Bedeutung. Die Freude verschwindet und mit ihr die Erinnerung. Trockene Grammatik trennt dich von der Sprache. Sie lässt dich analysieren, aber nicht fühlen. Sie erzeugt Kontrolle, aber keine Verbindung. Und ohne Verbindung gibt es kein Gedächtnis. Darum ist es kein Wunder, dass viele nach Jahren von Unterricht noch immer zögern zu sprechen. Sie wissen die Regeln, aber sie haben nie gelernt, sie zu leben. Grammatik im Körper. Sprache beginnt nicht im Kopf, sie beginnt im Körper. Bevor du sprechen lernst, atmest du. Bevor du Regeln kennst, fühlst du Rhythmus. Und bevor du Grammatik verstehst, spürst du, wie sich ein Satz bewegt. Grammatik ist Bewegung in Form. Sie lebt in deiner Stimme, in deinem Atem, in deinen Gesten. Wenn du sagst, ich gehe nach Hause, wandert deine Stimme mit der Bewegung. Wenn du sagst, ich bin hier, spürst du Stabilität, ein ruhiges Zentrum. Und wenn du sagst, ich will raus, hörst du den Drang, die Spannung, das Vorwärts. Dein Körper kennt diese Dynamik, lange bevor dein Kopf sie analysiert. Darum ist es so kraftvoll, Sätze laut zu sprechen, nicht nur zu lesen. Atme sie, spür sie, beweg sie. Sprache ist wie Tanz. Man kann ihn nicht durch Regeln lernen, sondern nur durch Rhythmus, durch Wiederholung, durch Gefühl. Wenn du Grammatik im Körper lernst, lernst du sie richtig. Nicht als Tabelle, sondern als Erfahrung. Mach sie zu einer körperlichen Erinnerung, zu einem Klang, zu einem Atem, zu einem Gefühl. Denn der Körper vergisst nicht, was er gefühlt hat. Er speichert, was lebendig war. Und genau das ist Grammatik. Form, die atmet. Emotion als Antrieb. Freude, Neugier, Stolz. Ohne Emotion kein Antrieb. Das Gehirn wiederholt nur, was sich gut anfühlt. Jedes Mal, wenn du etwas lernst und Freude empfindest, schüttet dein Körper Dopamin aus. Das ist kein Zufall, das ist Biologie. Freude sagt deinem Gehirn, mach das nochmal. Und genau so entsteht Wiederholung. Nicht durch Disziplin, sondern durch Lust. Darum lernen Kinder so schnell. Sie wiederholen, weil sie spielen. Sie machen Fehler, lachen darüber und probieren es einfach nochmal. Das ist Lernen in seiner reinsten Form. Neugier statt Kontrolle.
Aber Erwachsene haben das oft verlernt. Sie wollen richtig sein, statt lebendig. Doch ohne Freude bleibt Wissen flach. Es wird gespeichert, aber nicht integriert. Wenn du Grammatik mit Emotion verbindest, mit Neugier, Stolz oder Humor, dann werden jede Regel ein Erlebnis, ein Aha-Moment, ein Lächeln, ein innerer Klick und dein Gehirn sagt, das gehört zu mir. Es reicht, kleine Siege zu feiern. Ein Satz, der fließt. Ein Gespräch, das du verstanden hast. Ein Wort, das du dir endlich gemerkt hast. Freude ist keine Nebensache. Sie ist der Motor. Ohne sie bleibt Grammatik tot. Mit ihr wird sie dein Rhythmus. Also lerne nicht, um perfekt zu sein. Lerne, um dich zu freuen, um dich zu bewegen, um zu leben. Geschichten statt Tabellen. Wenn du dich an etwas erinnerst, dann selten an eine Tabelle. Aber du erinnerst dich an eine Geschichte, an ein Gesicht, an eine Stimme, an den Moment, in dem du etwas gefühlt hast. Das Gehirn ist kein Computer. Es liebt Geschichten. Denn Geschichten haben Bewegung, Konflikt, Klang, Emotion. Genau das, was Grammatik braucht, um lebendig zu werden. Eine Tabelle sagt, das ist der Dativ. Eine Geschichte sagt, ich habe einem Freund geholfen, weil er krank war. Und plötzlich fühlst du den Dativ. Nicht als Regel, sondern als Beziehung. Wenn du Grammatik über Geschichten lernst, verbindest du sie mit Bedeutung. Weil, aber, trotzdem, sie sind keine abstrakten Wörter, sie sind Emotionen. Begründung, Widerspruch, Überraschung. Du lernst also nicht, nach weil kommt das Verb am Ende. Du lernst, ich will Spannung aufbauen und mein Satz tut genau das. Das ist echtes Sprachgefühl. Tabellen können dir Strukturen zeigen, aber Geschichten geben ihnen Seele. Und das Beste, dein Gehirn erinnert sich an Geschichten ohne Mühe, weil sie Sinn machen, weil sie dich berühren. Darum lern Grammatik nicht mit Regeln, sondern mit Leben. Erfinde kleine Szenen, fühl sie, sprich sie. Dann bleibt sie, nicht im Kopf, sondern im Herzen. Fehler mit Gefühl und warum sie bleiben. Jeder erinnert sich an seine peinlichsten Fehler, aber kaum jemand an seine perfekten Sätze. Warum? Weil Fehler Emotion tragen. Sie brennen sich ein, nicht weil sie falsch sind, sondern weil sie echt waren. Ich erinnere mich an meinen ersten großen Fehler auf Deutsch. Ich wollte sagen, ich bin satt, aber ich sagte, ich bin schwanger. Der Kellner lachte, ich wurde rot und ich schwöre, seitdem habe ich diesen Satz nie wieder vergessen. Fehler sind keine Hindernisse, sie sind Erinnerungsträger. Sie aktivieren Scham, Lachen, Überraschung. Und genau das aktiviert dein Gedächtnis. Wenn du Fehler machst, lernt dein Gehirn mehr, als wenn du alles richtig sagst. Denn Emotion ist gleich Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist gleich Lernen. Darum ist Perfektion gefährlich. Sie klingt sicher, aber sie bleibt leer. Wenn du dich traust, mit Gefühl zu sprechen, mit Unsicherheit, mit Stolz, mit Freude, dann lernst du schneller. Jede Korrektur, wie du fühlst, wird Teil deiner Geschichte. Und Sprache besteht aus Geschichten, nicht aus Prüfungen. Lern also, Fehler zu umarmen. Sie zeigen, dass du lebst, dass du ausprobierst, nicht nur beobachtest. Ein Fehler, der dich bewegt, ist kein Verlust. Es ist ein Fortschritt mit Herz. Lernen mit Herz und Gehirn. Viele glauben, man müsse sich entscheiden, Kopf oder Herz, Logik oder Gefühl, Regel oder Intuition. Aber das ist ein Irrtum. Wahre Sprache entsteht, wenn beides tanzt. Das Gehirn liebt Struktur, es sucht Muster, Wiederholungen, Ordnung. Das Herz liebt Bedeutung. Es sucht Klang, Verbindung, Wahrheit. Wenn du nur mit dem Kopf lernst, verstehst du Regeln,
aber du fühlst sie nicht. Wenn du nur mit dem Herzen lernst, fühlst du Klang, aber dir fehlt der Rahmen. Die Magie liegt im Zusammenspiel. Grammatik ist das Skelett der Sprache. Gefühl ist ihr Atem. Ohne Struktur fällt alles zusammen. Ohne Emotion bleibt alles leblos. Darum lerne Grammatik mit Kopf, aber trainiere sie mit Herz. Wenn du eine Regel liest, hör sie. Wenn du sie hörst, sprich sie. Wenn du sie sprichst, fühl sie. So entsteht Verbindung zwischen Denken und Erleben, zwischen Wissen und Sein. Das ist kein Zufall, das ist Neuroplastizität. Dein Gehirn verändert sich, wenn du mit Emotionen lernst. Und plötzlich merkst du, Grammatik ist keine Last, sondern eine Brücke. Sie verbindet, was du weißt, mit dem, was du bist. Sprache ist also keine Wissenschaft, sie ist ein Zusammenspiel aus Intelligenz und Intuition, aus Kopf und Herz. Schlussgrammatik ist Sprache mit Herzschlag. Grammatik war nie das Problem. Das Problem war, dass wir versucht haben, sie ohne Herz zu verstehen. Denn Grammatik ist kein Regelwerk, sie ist ein Puls. Sie schlägt im Takt deiner Stimme, deines Atems, deiner Gedanken. Jeder Satz, den du sprichst, hat einen Rhythmus. Ein Anfang, ein Höhepunkt, ein Ausatmen. Wie ein Herzschlag. Wenn du sprichst und du spürst diesen Rhythmus, dann ist Grammatik nicht mehr Theorie. Sie ist Bewegung. Und Bewegung ist Leben. Die Sprache war nie dafür gemacht, perfekt zu sein. Sie war dafür gemacht, zu verbinden. Menschen, Ideen, Emotionen. Darum vergiss die Angst vor Fehlern, vor Regeln, vor Perfektion. Sprich, auch wenn du zitterst. Lerne, auch wenn du zweifelst, denn in jedem Versuch, in jeder Wiederholung, in jedem kleinen Satz steckt ein Stück Herzschlag. Wenn du Grammatik fühlst, hörst du sie plötzlich überall, im Regen, in der Musik, in einem Lächeln. Dann merkst du, Sprache ist etwas, das du lernst. Sie ist etwas, das du lebst. Und Grammatik ist ihr Herz. Solange du fühlst, wird sie schlagen. Solange du sprichst, wird sie leben. Und mit jedem Wort lernt sie mit dir.